Lektion 1. Reiseplanung. Hey Anna, für meine bevorstehende Reise könnte ich einen Rat gebrauchen. Hallo John, klar. Ich helfe dir gerne weiter. Wobei brauchst du Hilfe? Ich versuche zu entscheiden, welche Orte ich besuchen soll. Irgendwelche Vorschläge? Das hängt von deinen Interessen ab. Suchst du Abenteuer oder Entspannung? Ein bisschen von beidem wäre ideal. Ich möchte erkunden, aber auch entspannen. Wie wäre es mit einem Küstenziel? Sie können sowohl den Strand als auch Aktivitäten genießen. Das klingt perfekt. Gibt es bestimmte Orte, die du empfiehlst? Ich habe großartige Dinge über die Amalfiküste in Italien gehört. Das klingt wunderschön. Was ist das Besondere daran? Die atemberaubende Aussicht, das köstliche Essen und die bezaubernden Dörfer sind unvergesslich. Ich liebe italienische Küche. Es wäre ein Fest für die Sinne. Definitiv. Außerdem bietet die Küste viele Wandermöglichkeiten. Wandern und gutes Essen? Zählen Sie auf mich. Ich fange an zu planen. Lektion 2. Mondphasen. Hey Anna, wusstest du, dass es ungefähr 28 Tage dauert, bis der Mond alle seine Phasen durchläuft? Hallo John, ja, es ist faszinierend, wie sich der Mond so regelmäßig verändert. Richtig? Jede Phase hat ihre eigene Schönheit und Bedeutung. Unbedingt. Hast du eine Lieblingsmondphase? Ich liebe den Vollmond. Es sieht so hell und magisch am Nachthimmel aus. Der Vollmond ist atemberaubend. Ich genieße den Halbmond, er fühlt sich geheimnisvoll an. Das stimmt. Die Mondsichel hat einen zarten Reiz. Und es ist interessant, wie es die Gezeiten und sogar das menschliche Verhalten beeinflusst. Genau. Veränderungen auf dem Mond können erhebliche Auswirkungen auf die Erde haben. Es zeigt, wie alles in der Natur miteinander verbunden ist. Definitiv. Wir sollten irgendwann die Sterne beobachten, um das alles zu schätzen. Lektion 3. Gemütlicher Komfort. Hey Anna, wie viele Kissen wären deiner Meinung nach toll für die Couch? Hallo John, 3 Kissen wären perfekt für Komfort. Alles klar. Ich bringe sie heute Abend zu dir nach Hause. Danke. Ich liebe es, ein gemütliches Setup für Filmabende zu haben. Ich auch. Welchen Film schaust du dir an diesen gemütlichen Abenden am liebsten an? Ich mag klassische Komödien sehr, sie bringen mich immer zum Lachen. Klassische Komödien sind die besten. Hast du eine Lieblingskomödie? Ich liebe Manche mögen's heiß. Es ist so ein lustiger Film. Gute Wahl. Ich schätze den Humor und die Aufführungen. Genau. Außerdem hat es einen so zeitlosen Charme. Ich stimme zu. Wir sollten bald einen Filmmarathon planen. Lektion 4. Wanderpläne. Hey Anna, hast du dich für die Wanderung für dieses Wochenende entschieden?
Hallo John, ja, die Wanderung findet auf dem Crestview Trail statt. Das klingt aufregend. Was ist der Schwierigkeitsgrad? Es ist ein Weg mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, daher würde ich sagen, dass er für die meisten Menschen geeignet ist. Perfekt. Ich genieße eine gute Herausforderung, ohne dass sie zu anstrengend ist. Das gleiche hier. Außerdem soll die Aussicht von oben atemberaubend sein. Ich kann es kaum erwarten. Denkst du, wir sollten ein Picknick einpacken? Unbedingt. Ein Picknick wäre eine großartige Möglichkeit, die Landschaft zu genießen. Gibt es spezielle Snacks, die du mitbringen möchtest? Ich denke an Sandwiches und etwas Obst. Was ist mit dir? Ich bringe Trailmix und ein paar Kekse für einen süßen Leckerbissen mit. Lektion 5. Inselabenteuer. Hey Anna, das klingt toll. Auf welche Inseln hast du dir bisher umgeschaut? Hallo John, ich habe die Möglichkeiten in Hawaii und der Karibik erkundet. Beide sind umwerfend. Hast du eine Lieblingsinsel im Sinn? Ich neige mich zu Maui. Ich habe gehört, dass die Strände unglaublich sind. Maui ist wunderschön. Die Landschaft und die Aktivitäten dort sind unglaublich. Ja, ich liebe auch die Idee, in klarem Wasser zu schnorcheln. Das klingt lustig. Ich erkunde gerne Meereslebewesen. Sind dir noch andere Inseln aufgefallen? Ich bin auch neugierig auf St. Lucia. Die Berge und Strände sehen umwerfend aus. St. Lucia ist malerisch. Haben Sie sich mit der lokalen Kultur vertraut gemacht? Ein bisschen. Ich habe gelesen, dass das Essen köstlich und voller Geschmack ist. Das ist ein Bonus. Es ist immer toll, auf Reisen lokale Küche zu erleben. Lektion 6. Vorstellung neuer Freunde. Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit jemanden kennengelernt hast. Wie läuft das? Hallo John, es läuft wirklich gut. Ich habe eine neue Freundin gefunden und ich mag sie sehr. Das ist fantastisch. Wie ist sie? Sie ist super freundlich und hat einen großartigen Sinn für Humor. Wir haben uns sofort verstanden. Klingt vielversprechend. Was macht ihr beide gerne zusammen? Wir lieben es, neue Cafés zu erkunden und verschiedene Desserts zu probieren. Es ist unser kleines Abenteuer geworden. Dessertabenteuer klingen köstlich. Was ist das beste Dessert, das du bisher probiert hast? Wir haben einen tollen Schokoladenlavakuchen gefunden. Er war reichhaltig und klebrig, so genussvoll. Lecker, das muss ich versuchen. Hast du ihr schon von mir erzählt? Noch nicht, aber ich möchte euch beide bald vorstellen. Ich denke, ihr werdet super miteinander auskommen. Das fände ich toll. Wie heißt sie? Ihr Name ist Maya. Sie wandert auch gerne, also können wir zusammen einen Ausflug ins Freie planen. Wandern klingt lustig. Ich bin immer bereit für frische Luft und Bewegung. Perfekt. Wir können einen Gruppenausflug daraus machen. Je mehr,
desto besser. Definitiv. Ich mag den Klang davon. Haben du und Maya schon irgendwelche Wanderwege erkundet? Noch nicht, aber wir planen, uns dieses Wochenende einen beliebten Trail anzusehen. Das klingt aufregend. Ich würde gerne mitmachen, wenn du möchtest. Unbedingt. Je mehr Freunde, desto besser das Abenteuer. Das wird ein toller Tag. Ich kann es kaum erwarten, Maya zu treffen und gute Gesellschaft in der Natur zu genießen. Lektion 7. Beförderungsfeier. Anna, ich habe gehört, dass du befördert wirst. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich toll an, John. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Was ist mit dir? Ich freue mich für dich. Was hat Ihrer Meinung nach zu Ihrer Beförderung beigetragen? Ich denke, meine harte Arbeit und Teamarbeit haben sich wirklich ausgezahlt. Wie wichtig ist Teamwork für dich? Sehr wichtig. Zusammenarbeit führt oft zu besseren Ergebnissen. Irgendwelche unvergesslichen Teamprojekte? Ja, wir haben kürzlich gemeinsam ein herausforderndes Projekt abgeschlossen. Es war intensiv, aber lohnend. Das klingt fantastisch. Warst du auf irgendwelche Hindernisse gestoßen? Definitiv. Wir hatten enge Termine und einige unerwartete Probleme. Wie sind Sie mit ähnlichen Situationen umgegangen? Ich konzentriere mich auf Kommunikation. Es hilft sehr, alle auf dem Laufenden zu halten. Toller Ansatz. Haben Sie Tipps zur Aufrechterhaltung der Teammoral in schwierigen Zeiten? Ich glaube daran, kleine Siege zu feiern. Das steigert die Motivation. Das ist eine kluge Idee. Das sollte ich in meinem Team umsetzen. Irgendwelche anderen Strategien? Die Förderung von offenem Feedback kann ebenfalls hilfreich sein. Es schafft Vertrauen und verbessert die Zusammenarbeit. Ich liebe das. Vertrauen ist in jedem Team unerlässlich. Was denkst du über Führungsstile? Ich denke, eine unterstützende Führungskraft fördert ein positives Umfeld. Was ist Ihr Führungsstil? Ich bevorzuge einen kollaborativen Ansatz. Er befähigt alle. Haben Sie jemals ein Team geleitet? Ja, einmal während eines Projektstarts. Es war herausfordernd, aber lohnend. Was hast du aus dieser Erfahrung gelernt? Ich habe gelernt, wie wichtig Anpassungsfähigkeit ist. Jede Situation ist einzigartig. Unbedingt. Ich freue mich darauf, jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen. Was ist dein nächstes Ziel? Ich möchte meine Fähigkeiten weiterentwickeln, vielleicht einen Führungskurs belegen. Das klingt nach einem großartigen Plan. Kontinuierliches Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg. Genau. Ich freue mich darauf zu sehen, wohin uns unsere Karriere führt. Lektion 8. Herausforderungen beim Reisen. Hey Anna, warst du auf Reisen schon einmal mit Herausforderungen konfrontiert? Hallo John, ja. Es gab einige Sprachbarrieren, die die Sache schwierig machten. Das kann ich mir vorstellen. Wie sind Sie mit diesen Situationen umgegangen?
Ich habe Übersetzungs-Apps verwendet, was sehr geholfen hat, aber manchmal waren sie nicht perfekt. Das stimmt. Technologie kann ein Lebensretter sein, aber sie hat ihre Grenzen. Genau. Einmal habe ich versucht, Essen zu bestellen und am Ende hatte ich etwas ganz anderes. Oh nein, bei was bist du gelandet? Es war ein Gericht, von dem ich noch nie gehört hatte, aber überraschenderweise war es köstlich. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Gibt es noch andere denkwürdige Herausforderungen? Ja, das Navigieren in öffentlichen Verkehrsmitteln kann in unbekannten Städten verwirrend sein. Definitiv. Die Schilder können in einer anderen Sprache sein, was die Herausforderung noch erhöht. Richtig. Ich frage oft Einheimische nach dem Weg. Sie sind normalerweise sehr hilfreich. Das ist eine großartige Strategie. Die Zusammenarbeit mit Einheimischen kann zu lohnenden Erlebnissen führen. Lektion 9. Pläne nach der Operation. Anna, ich habe gehört, dass du dich von der Operation erholst. Wie fühlst du dich? John, mir geht es besser. Es war nicht einfach, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Was ist mit dir? Ich hoffe, du nimmst es ruhig an. Hast du irgendwelche lustigen Pläne für deine Genesung? Ich schaue mir Serien an. Es ist überraschend unterhaltsam. Was ist dein neuester Favorit? Ich habe gerade eine Thriller-Serie beendet. Es hat mich raten lassen. Magst du Thriller? Manchmal. Ich bevorzuge Komödien zum Lachen. Was bringt dich am meisten zum Lachen? Ein gutes Wortspiel. Sie sind so kitzig, aber ich kann nicht anders. Was ist mit dir? Sarkastischer Humor. Es macht mich fertig. Hast du jemals Stand-up-Comedy ausprobiert? Einmal. Ich hatte Angst, aber am Ende habe ich es geliebt. Würdest du es jemals versuchen? Vielleicht. Mit den richtigen Leuten könnte ich es versuchen. Was wäre dein Eröffnungswitz? Warum vertrauen Wissenschaftler Atomen nicht? Weil sie sich alles ausdenken. Was denkst du? Klassisch. Ich liebe es. Was ist dein Erholungsziel? Um wieder zu meinem gewohnten Ich zu sein. Ich vermisse meine Routine. Was ist mit dir? Ich freue mich darauf, wieder zu wandern. Das ist meine Lieblingsübung. Hast du eine Trainingsroutine? Ich jogge gerne. Es macht meinen Kopf frei. Wie lange glaubst du, wird deine Genesung dauern? Nur ein paar Wochen. Ich zähle die Tage. Was wirst du als erstes tun, wenn du dich erholt hast? Ein großes Abendessen mit Freunden. Ich werde Gesundheit feiern. Lektion 10. Wochenendpläne. Hey Anna, ich kann das Wochenende kaum erwarten. Irgendwelche Pläne? Hallo John. Es wird ein lustiges und erholsames Wochenende für mich. Das klingt perfekt. Was hast du aufgestellt? Ich habe vor, eine lokale Kunstmesse zu besuchen und Live-Musik zu genießen. Das klingt aufregend. Ich liebe Kunstmessen. Sie haben eine so lebendige Atmosphäre.
Ja, ich genieße es, die Kreativität lokaler Künstler zu sehen. Magst du Kunst? Das tue ich. Ich weiß zu schätzen, wie Kunst eine Geschichte erzählen oder Emotionen hervorrufen kann. Genau. Es ist eine wunderbare Art, sich auszudrücken. Was ist mit dir? Ich denke darüber nach, einen neuen Wanderweg auszuprobieren. Die Natur ist so erfrischend. Das klingt herrlich. Wandern ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und sich mit der Natur zu verbinden. Definitiv. Ich fühle mich immer wieder aufgeladen, nachdem ich Zeit im Freien verbracht habe. Das Gleiche hier. Lassen Sie uns planen, unsere Wochenenderlebnisse danach zu teilen. Tolle Idee. Ich würde gerne von deinen Abenteuern auf der Kunstmesse hören. Lektion 11. Wissensaustausch. Anna, ich finde es toll, wie oft wir über verschiedene Themen diskutieren. Was fasziniert dich am meisten? John, Psychologie fasziniert mich wirklich. Menschen zu verstehen ist so aufschlussreich. Das ist eine tolle Gegend. Hast du in letzter Zeit irgendwelche interessanten Bücher gelesen? Ja, Thinking, Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Es ist umwerfend. Davon habe ich gehört. Was war dein größter Imbiss? Es geht darum, wie unser Denken in zwei Systeme unterteilt ist, intuitiv und bewusst. Faszinierend. Ich würde dieses Konzept gerne näher untersuchen. Was fasziniert dich noch? Ich lerne auch gerne etwas über Nachhaltigkeit. Es ist entscheidend für unsere Zukunft. Unbedingt. Welche Schritte unternimmst du, um nachhaltig zu leben? Ich versuche, den Plastikverbrauch zu reduzieren und fleißig zu recyceln. Kleine Änderungen zählen. Das tun sie wirklich. Ich habe angefangen, wiederverwendbare Beutel und Flaschen zu verwenden. Das ist ausgezeichnet. Jede noch so kleine Anstrengung hilft unserem Planeten. Apropos Bemühungen, haben Sie Experten zu diesen Themen sprechen sehen? Ja, ich habe an einem Webinar zum Klimawandel teilgenommen. Es hat mir die Augen geöffnet. Ich würde mich freuen, das nächste Mal zu dir zu kommen. Wissen zu teilen ist so bereichernd. Lektion 12. Herzliche Gespräche. Anna, hast du trotz Unterschieden jemals eine starke Verbindung zu jemandem gespürt? Ja, John. Es ist interessant, wie Gefühle Hintergründe überwinden können. Genau. Was ist deine Erfahrung damit? Ich habe mich einmal mit jemandem aus einer ganz anderen Kultur angefreundet. Wir haben viel voneinander gelernt. Das ist wunderschön. Ich glaube, Empathie überbrückt Lücken. Waren Sie mit irgendwelchen Herausforderungen konfrontiert? Manchmal kann es schwierig sein, die Perspektiven des anderen zu verstehen. Stimmt, aber es lohnt sich, wenn man Gemeinsamkeiten findet. Unbedingt. Es öffnet Türen zu tieferen Gesprächen. Was denkst du? Ich stimme zu. Es ist, als würde man eine ganz neue Welt entdecken. Ja, und es bereichert unser Leben auf unerwartete Weise.
Hast du jemals persönliche Geschichten erzählt, um diese Verbindung aufzubauen? Definitiv. Das Teilen von Erfahrungen schafft Bindungen. Es ist mächtig. Ich habe festgestellt, dass Sicherheitslücken oft zu stärkeren Verbindungen führen. Genau. Es zeigt unsere Menschlichkeit. Wir sind uns alle ähnlicher, als wir denken. Das ist ein beruhigender Gedanke. Lasst uns diese Verbindungen weiter pflegen. Lektion 13. Spaß am Spieleabend. Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, einen Brettspielabend zu veranstalten? Absolut, John. Brettspiele sind eine fantastische Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Sie schaffen wirklich eine lustige Atmosphäre. Welche Spiele gefallen dir am meisten? Ich liebe Catan und Ticket to Ride. Sie erfordern sowohl Strategie als auch Glück. Tolle Auswahl. Ich bin ein Fan von Codenames. Es ist perfekt für Teamwork und Lachen. Codenames macht so viel Spaß. Die Hinweise können urkomisch sein. Hast du es kürzlich gespielt? Ja, erst letzte Woche. Wir hatten viel Spaß beim Versuch, die Hinweise des anderen zu erraten. Das klingt nach einem Aufstand. Denkst du, wir sollten der Mischung ein paar Snacks hinzufügen? Definitiv. Snacks verbessern das gesamte Erlebnis. Was empfiehlst du? Popcorn und Fingerfood sind immer ein Hit. Was ist mit Getränken? Ich denke, Limonade und ein paar lustige Cocktails könnten die Energie aufrechterhalten. Ja, ein Themengetränk könnte Spaß machen. Irgendwelche Ideen für einen Brettspiel-Cocktail? Wie wäre es mit einem Catan-Cocktail mit Ananassaft und Kokosnuss? Das klingt köstlich. Ich freue mich schon auf diesen Spieleabend. Ich auch. Lass uns einen Termin vereinbaren und ein paar Freunde einladen. Perfekt. Ich werde eine lustige Einladung erstellen, um alle zu begeistern. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein Abend voller Lachen und freundschaftlicher Konkurrenz. Lektion 14. Künstlerische Ausdrucksformen. Anna, hast du von George Catlin gehört? Ja, er war einer der ersten Künstler, der das Leben der amerikanischen Ureinwohner dokumentierte, oder? Genau. Seine Bilder bieten einen so lebendigen Einblick in diese Welt. Ich finde es faszinierend, wie Kunst Geschichte festhalten kann. Was ist dein Lieblingsstück von ihm? Ich liebe The Buffalo Chase. Es ist so dynamisch und voller Energie. Dieses Stück zeigt wirklich die Beziehung zwischen den Menschen und dem Land. Das tut es. Catlins Arbeit unterstreicht auch die Bedeutung der Konservierung. Unbedingt. Sein Engagement für die Dokumentation ihrer Kultur ist bewundernswert. Haben Sie Ausstellungen mit seinen Arbeiten besucht? Noch nicht, aber ich würde gerne. Ich denke, es wäre unglaublich, es persönlich zu erleben. Ganz gewiss. Die Pinselführung und die Farben aus der Nähe zu sehen, muss unglaublich sein. Denken Sie, dass moderne Künstler von seinem Erbe inspiriert sind? Definitiv.
Viele zeitgenössische Künstler beschäftigen sich mit Themen wie Identität und Kultur. Es ist toll zu sehen, wie sich Kunst weiterentwickelt und gleichzeitig die Vergangenheit ehrt. Genau. Halten wir Ausschau nach bevorstehenden Ausstellungen. Lektion 15. Ruhige Gespräche. Anna, ich habe festgestellt, dass es schwierig sein kann, Probleme anzugehen, besonders wenn die Emotionen hoch sind. Absolut. John, manchmal ist es besser, eine ruhige Zeit zu finden, um wichtige Themen zu besprechen. Richtig. Wie schafft man eine friedliche Umgebung für diese Gespräche? Normalerweise schlage ich vor, spazieren zu gehen oder ein ruhiges Café zu finden. Was ist mit dir? Ich bevorzuge eine gemütliche Umgebung zu Hause, vielleicht mit beruhigender Musik im Hintergrund. Das klingt nett. In einer entspannten Atmosphäre ist es einfacher, Gefühle auszudrücken. Genau. Hattest du schon einmal ein schwieriges Gespräch, das gut ausgegangen ist? Ja, ich habe einmal mit einem Freund über ein Missverständnis gesprochen, und es hat unsere Bindung gestärkt. Das ist wunderbar. Es ist erstaunlich, wie offene Kommunikation Konflikte lösen kann. Das ist es wirklich. Denken Sie, dass das Timing in diesen Diskussionen eine große Rolle spielt? Definitiv. Die Wahl des richtigen Moments kann den Unterschied ausmachen. Ich stimme zu. Es ist, als würde man beim Surfen den perfekten Moment finden, um eine Welle zu fangen. Tolle Analogie. Timing ist alles, ob beim Surfen oder bei Gesprächen. Lektion 16. Einblicke in die Preisgestaltung. Anna, hast du dir die Preise für das Hotel angesehen, das wir besprochen haben? Ja, habe ich. Sie verlangen ungefähr $100 pro Nacht, was vernünftig erscheint. Das ist nicht schlecht. Was denkst du über die Annehmlichkeiten, die sie bieten? Sie haben einen schönen Pool und ein kostenloses Frühstück, was ein Plus ist. Kostenloses Frühstück ist immer ein Gewinn. Es spart Zeit am Morgen. Genau. Denkst du, wir sollten bald buchen? Ja, die Preise könnten steigen, wenn sich die Termine nähern. Guter Punkt. Ich werde die Verfügbarkeit überprüfen und sehen, ob wir ein Angebot bekommen können. Klingt nach einem Plan. Es wäre toll, unseren Aufenthalt frühzeitig zu sichern. Einverstanden. Außerdem gibt es uns Zeit, unsere Aktivitäten zu planen. Was steht auf deiner Liste der Dinge, die du tun solltest, während wir dort sind? Ich würde gerne die lokalen Märkte erkunden und Streetfood probieren. Das klingt köstlich. Ich stehe ganz auf kulinarische Abenteuer. Lektion 17. Patientenplanung. Anna, ich danke Ihnen für Ihre Mühe bei der Planung unserer bevorstehenden Veranstaltung. Danke, John. Ich möchte sicher gehen, dass es perfekt ist. Wie sieht die Zeitleiste aus? Es kommt gut voran, aber ich denke, wir sollten uns Zeit nehmen, um die besten Optionen zu finden. Unbedingt. Eile kann zu Fehlern führen. Was ist der wichtigste Aspekt für dich? Für mich ist es das Gasterlebnis. Ich möchte, dass sich jeder willkommen und engagiert fühlt.
Das ist ein großartiger Fokus. Ich denke, Unterhaltung und Essen werden eine große Rolle spielen. Genau. Hast du darüber nachgedacht, welche Aktivitäten wir einbeziehen sollten? Ich dachte an Spiele und vielleicht an eine Gruppenaktivität, um die Interaktion zu fördern. Das klingt perfekt. Das wird eine lebendige Atmosphäre schaffen. Ja, ich fange an, Ideen für Spiele zu sammeln, die wir spielen können. Großartig. Und stellen wir sicher, dass wir eine Vielzahl von Speisen für jeden Geschmack haben. Definitiv. Ich werde eine Liste von Optionen zusammenstellen, die diätetischen Einschränkungen Rechnung tragen. Wunderbar. Gemeinsam gestalten wir ein Event, an das sich alle erinnern werden. Lektion 18. Sommerabenteuer. Anna, ich habe über Sommeraktivitäten nachgedacht. Fahren Sie gerne Boot? Unbedingt. Die Eltern einiger meiner Freunde haben Boote, also fahren wir manchmal. Das klingt nach so viel Spaß. Hast du einen Lieblingsplatz zum Bootfahren? Ja, in der Nähe befindet sich ein wunderschöner See mit klarem Wasser und atemberaubender Landschaft. Ich liebe Seen. Was machst du normalerweise draußen auf dem Wasser? Wir schwimmen, fischen und machen manchmal Picknicks am Ufer. Was ist mit dir? Ich gehe auch gerne angeln. Es ist so entspannend, eine Leine auszuwerfen und zu warten. Absolut. Es ist wie eine kleine Flucht vor dem Trubel. Apropos Fluchten, einige meiner Freunde fahren am Wochenende in ihre Cottages. Das klingt idyllisch. Was machen Sie in Ihren Cottages? Sie wandern, fahren Kajak und genießen nachts Lagerfeuer. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Lagerfeuer sind die besten. Es hat etwas Magisches, am Feuer zu sitzen. Ich stimme zu. Außerdem trägt das Rösten von Marshmallows zum Spaß bei. Hast du ein Lieblings-Esmores-Rezept? Klassische Schokoladen- und Graham-Cracker funktionieren für mich. Einfach aber köstlich. Mit den Klassikern kann man nichts falsch machen. Wir sollten irgendwann eine gemeinsame Reise planen. Vielen Dank, dass du dir unser Video angesehen hast. Lass uns unsere Kanäle und Videos abonnieren, liken und teilen.